Und wenn wir noch bei Thema Erziehung. Es ist so, dass in Afrika, es ist so, dass Kindererziehung ausschließlich Frauensachen. Und zwar ausschließlich. Die Männer, die sind halt da, die sind wie klassische Versorger, bringen auch das Geld. Und die Frauen, teilweise arbeiten die Frauen und teilweise sind die halt daheim. Und egal, ob sie arbeiten oder nur Hausfrauen, Kindererziehung bleibt bei Frauen. Und es ist so lange gut, solange alles gut geht. Aber wenn alles gut geht, dann ist der Mann voll stolz, erzählt alle seine Freunde und in seinem Bekanntenkreis, das ist meine Tochter oder das ist mein Sohn und das ist mein Kind. Aber wenn es das etwas schief läuft, oh Gott, dann haben Frauen richtig Ärger. Und zwar in dem Moment, da wo etwas schief läuft, dann ist das nicht mehr sein Kind, sondern dein Kind. Dann ist das nicht mehr seine Tochter, sondern deine Tochter, dein Sohn. Was hast du denn deinem Sohn beigebracht? Was hast du denn deiner Tochter beigebracht? Und ich denke, ihr wart doch da die ganze Zeit. Wieso beteiligt ihr euch denn nicht? Aber das ist irgendwie Volksproblem. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist wirklich weit verbreitet, dass die Männer sind halt da, die sind halt teilnahmslos da. Viele, also nicht alle. Ich finde hier in Deutschland es ist so, dass die Kinder haben tatsächlich noch was zu sagen. Und zwar, also ich meine nicht, dass die Kinder da klagen, die Eltern klagen können. Das finde ich sowieso ganz schlimm. Aber ich finde, die Eltern sprechen mit ihren Kindern. Und in Kenia ist es so, dass es wird kaum kommuniziert. Die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern sind begrenzt auf Minimalste. Und das finde ich sehr schade. Weil oft, wie gesagt, der Vater ist oft der Versorger und die Mutter hat diese klassische Rollen im Haushalt. Die Mutter versorgt die Kinder und nicht versorgt, sondern kümmert sich um die Kinder im Haushalt. Und sie bestimmt auch oft, wie, wo, wann was läuft. Und das kommt drauf an, wenn du eine starke Mutter hast, dann läuft alles nach ihr Pfeife. Das kann gut sein, aber manchmal ist das saublöd oder sehr anstrengend, weil bei extremen Eltern bestimmen die sogar, wann du heiratest, wem du heiratest, wann du studierst, wo und vor allem was du studierst. Und denen ist oft egal, was du studierst, weil in Kenia hast du nicht die Chance, irgendwas zu wählen, einen Studiengang zu wählen, es sei denn, du bist ein Einzelkandidat. Du bekommst von der Uni eine Einladung und dann steht irgendwas und dann musst du das studieren. Und wenn deine Eltern noch Geld hast, dann gehst du auf eine Privatuni und du studierst natürlich das, was die Mutter will. Und das ist ganz schrecklich, weil die Eltern wollen ja durch ihre Kinder irgendwie gesehen werden, weil dann wird gesagt, oh, die Tochter von so und so, der Sohn von so und so. Und genau das ist das, was Eltern wollen. Und das ist wirklich... Das ist nicht gut, weil es ist denen egal, wie das Kind damit umgeht. Hauptsache, es wird bewundert, dass die Tochter von so und so oder der Sohn von so und so. Und das machen Frauen, ziehen knallhart durch, dass sie ihren Willen so durchsetzen. Und das hat irgendwie mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Also die Eltern, die lieben ihre Kinder genauso und die Kinder lieben ihre Eltern genauso. Bloß die Kinder haben nichts zu sagen. Die müssen halt das tun, was die Eltern sagen. Und manchmal, wie gesagt, in den Extremfällen sagen die Eltern, wenn du das nicht studierst, dann wirst du enterbt. Das ist vor allem bei Jungs oder bei hoch erhobene Familien. Ja, also Spaß beiseite. Das ist ganz schrecklich und es würde mich freuen, wenn es sich ändert. Neulich habe ich meine Tante gesagt, du musst mit deiner Tochter sprechen. Und die sagt, ja, das macht man aber nicht bei uns zu Hause. Thema Periode, ich komme dazu irgendwann mal. Aber ich habe ihr gesagt, ja, setz doch deine Tochter hin, sprich doch mit ihr. Du musst mit ihr sprechen, weil es wird kaum gesprochen, vor allem wenn es um Tabuthemen geht. Also wie gesagt, ich komme irgendwann mal dazu, aber das ist ganz schlimm und ich finde es sehr schade. Also danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!